Ja, hallo Hanna, schön, dass du dir Zeit genommen hast, dich hier mit uns für ein Kurzinterview über deine Ginkgo-Einreichung Milch ohne Honig zu treffen. Ja, ich freue mich auch sehr, da zu sein. Und zwar war Milch ohne Honig ja deine Abschlussarbeit, Bachelor-Abschlussarbeit an Genau. der Münster School of Design. Ja. Wie bist du denn quasi auf das Thema Bienensterben gekommen? Ist das was du schon länger mit dir rumträgst und dann hat sich das für den Comic perfekt angeboten? Oder war es umgekehrt so, dass du nach einem spannenden, wichtigen Thema gesucht hast und das für diese Arbeit dann eigentlich erst aufgetrieben oder entwickelt hast? Ich würde sagen, es war tatsächlich erst das eine und dann das andere. Also ich habe vor ein paar Jahren, glaube ich, inzwischen einen Artikel gelesen über die Verbindung zwischen der Kulturgeschichte der Menschen und Bienen und wie sehr das irgendwie alles zusammenhängt und fand das irgendwie sehr spannend. Ich habe das immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten und das Bienensterben ist eben ein Thema, was irgendwie seit so 2, 3 Jahren irgendwie total bewusst so im irgendwie der allgemeinen Berichterstattung auch wird. Und irgendwie hat sich das dann total angeboten, das einfach als Thema für die Abschlussarbeit zu nehmen. Und als ich mich halt immer mehr damit beschäftigt habe, dann auch, habe ich gemerkt, dass es irgendwie ein sehr, sehr spannendes Thema ist, was die Biene das am besten erforschte Insekt irgendwie ist, was es gibt. Es einfach wahnsinnig viele Informationen dazu gibt, aber irgendwie nicht so richtig was diese Forschungswelt mit der, ja, so mit dem allgemeinen Wissen über Bienen irgendwie verbindet, was so tatsächlich bei den meisten Menschen ankommt. Und die, alles, was es so zum einfachen Einstieg über Bienen gibt, ist irgendwie sehr niedlich und irgendwie greift immer auf diese typische Ästhetik mit irgendwie Sechsecken und Gelb und oh, die süße kleine Biene und so zurück. Und das fand ich irgendwie sehr schade, weil es eigentlich ein total dramatisches Thema ist. Und das wollte ich gerne eben auch betonen. Und deswegen ist mein Buch auch nicht knallgelb, sondern eher so ein bisschen ins Grüne. Mhm. Ja, das passt vielleicht ganz gut zur nächsten Frage. Wir würden nämlich ganz gerne wissen, für deine Arbeit, stand da zuerst das Thema oder das Medium fest? Und welche Vor- und Nachteile sind dir vielleicht während der Arbeit mit dem Medium Comic zur Wissensvermittlung aufgefallen? Also hast du das vorher auch schon einmal gemacht und hast dich deswegen für das Medium Comic entschieden? Und würdest du auch dieses Medium wieder wählen? Also erstmal stand das Thema zuerst fest, weil ich also ganz bewusst entschieden habe, dass ich erstmal möchte, dass sich das irgendwie natürlich ergibt. Aber umso mehr ich gemerkt habe, wie viele Informationen es gibt irgendwie zu dem Thema, habe ich gemerkt, dass eigentlich der Comic das einzig Logische ist, wenn ich nicht irgendwie einen 300 Seiten Text dazu illustrieren möchte. Und da ich den Text auch selber geschrieben habe und 300 Seiten nicht so ganz drin waren, habe ich gemerkt, dass es irgendwie, also es hat sich sehr, sehr organisch irgendwie ergeben, daraus einen Comic zu machen, weil es einfach ein gutes Medium ist, um auf recht wenig Raum viele Informationen Mhm. unterzubringen. Und ich glaube auch, dass die Erzählsprache im Comic eine Sprache ist, die sich sehr natürlich für mich anfühlt, weil ich mit irgendwie so franco-belgischen Comics auch aufgewachsen bin und sich das irgendwie einfach ergeben hat, so ein bisschen. Aber es ist tatsächlich mein erster langer Comic. Ich habe davor nur ein paar kurze gemacht und ja, es war sehr spannend, daran zu arbeiten. Ja, cool. Zellsprache ist ein gutes Stichwort. Ich finde, was bei Milch ohne Honig ganz spannend ist, dass man schon beim ersten Durchblättern eigentlich sieht das ganz anders aus als sonst Sachcomics, die man so kennt, wo es ja immer eher vielleicht um möglichst sachliche oder anschauliche Wissensvermittlung geht. Bei dir merkt man halt gleich, dass die Bilder so auch eine sehr künstlerische, poetische und oft auch abstrakte Sprache sprechen. Hattest du da irgendwie Vorbilder oder an was hast du dich orientiert für diese Art oder deine Art von Sachcomic, dass das so aussieht, wie es tatsächlich aussieht? Es hat sich eigentlich vor allem daraus ergeben, dass es mir wichtig war, nicht nur die faktische Ebene aufzugreifen, sondern eben auch den sehr emotionalen Teil. Und weil ich glaube, dass man auch über die emotionale Ebene Menschen ein bisschen besser ansprechen kann, teilweise als nur mit trockenen Fakten. Und ich denke, dass diese Verbindung irgendwie ganz gut funktionieren könnte, um Menschen tatsächlich auf eine Art und Weise darauf aufmerksam zu machen, dass sie vielleicht wirklich das Bedürfnis entwickeln, selber was zur Veränderung beizutragen. Und ich habe mir viele Comics angeschaut, die irgendwie dieses Atmosphärische irgendwie gut, ja, gut rüberbringen können.
zum Beispiel, glaube ich, Lichtung von Antonia Kühn. Mhm. Ist, glaube ich, so einer, der mir so ein bisschen hängen geblieben ist im Kopf, der irgendwie, genau, und so, also ich habe mir vor allem Comics angeschaut, die eben so eine Atmosphäre irgendwie gut transportieren können. Aber Sachcomics, die in die Richtung gehen, kenne ich tatsächlich auch nicht. Also. Ja, dann hätten wir als schon letzte Frage eigentlich noch, welche Materialien und Techniken du beim Erstellen des Comics verwendet hast. Also ist es analog oder digital oder eher ein Mix? Und wie bist du da vorgegangen, diesen Stil und eine Technik zu finden und zu entwickeln? Mir war es wichtig, dass es irgendwie alles sehr schlüssig und sehr zusammenhängend wirkt, und habe deshalb beschlossen, meine Medien oder sehr stark einzuschränken, und habe eigentlich nur mit dieser farbigen Gouache gearbeitet und Bleistift dazu und noch einem anderen Stift für so ein paar rosane Akzente da drin. Aber dadurch, dass viele meiner Bilder eigentlich kaum Hintergründe haben oder auch mit sehr viel Weißraum arbeiten, habe ich ein Papier genommen, was 100% Recyclingpapier ist, weil das irgendwie alles andere hätte überhaupt keinen Sinn gemacht für das Projekt. Aber dieses Papier hat so kleine Pünktchen im Hintergrund, die das Ganze irgendwie ganz schön zusammenbringen. Und ich habe so gearbeitet, weil ich wusste, dass ich dieses Papier nehmen möchte, und das so ein bisschen darauf aufgebaut alles. Genau. Ja, vielen Dank, sehr cool. Danke euch. Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Tschüss. Tschüss.